Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es wieder ein neues Rezept zu ketogenen Brötchen, denn mit diesen gesunden, kohlenhydratfreien Brötchen, die genauso lecker schmecken wie herkömmliche Brötchen, können wir die ungesunden Weizenbrötchen, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lassen und damit zu Insulinresistenz und über die Jahre zur Diabetes führen können, wunderbar ersetzen. Mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz kann ich euch hier oben gerne verlinken. Zuletzt hatte ich euch vegane ketogene Brötchen gezeigt. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Diesmal werden es nicht vegane ketogene Brötchen. Zuerst geben wir blanchiertes Mandelmehl in die Schüssel, dann kommen die goldenen Leinsamen in gemahlener Form hinzu. Wichtig ist, dass man die Leinsamen immer frisch vor Gebrauch vermahlt und sie nicht in gemahlener Form kauft. Dann kommt etwas Kokosmehl hinzu, etwas Flohsamenschalen. Dann habe ich einige Bio-Kürbiskerne vermahlen und auch hinzugegeben, die ein natürliches Heilmittel für Blase und Prostata sind, die gut für die Leber sind, gegen Haarausfall helfen und hochwertiges Eiweiß liefern. Dann habe ich einige meiner getrockneten Mariendistelsamen-Sprossen hinzugegeben und die auch vermahlen. Mein Video zu den Mariendistelsamen werde ich euch hier oben gerne verlinken. Wir würzen noch mit einem Teelöffel Natursalz, hier in dem Fall Halidsalz, 1 Teelöffel Backpulver oder einen halben Teelöffel Kaisernatron. Dann kommen noch 1 bis 2 Esslöffel naturtrüber Apfelessig hinzu. In meinem Fall habe ich mein natürliches Antibiotikum verwendet. Das Video dazu könnte ich euch an der Pinnwand verlinken. Dann kommt ein ganzes Päckchen Bio-Quark hinzu und das Eiweiß von etwa 5 Bio-Eiern. Man könnte stattdessen auch 2 bis 3 ganze Bio-Eier verwenden. Da ich mir jeden Tag den leckeren ketogenen Pudding aus rohem Eigelb herstelle, ich verlinke euch das Video zu diesem gesunden, köstlichen Pudding nochmal hier oben, bleiben eben immer die Eiweiße übrig und die habe ich jetzt einfach hier für diese Brötchen verwendet. Ich habe dann noch ein bisschen heißes Wasser hinzugegeben. Man braucht aber nicht viel davon, weil die Eiweiße und der Quark eigentlich schon genügend Flüssigkeit dafür liefern. Wir vermischen nochmal alles gründlich, bis wir eine homogene Masse erreichen und dann werden wir diese jetzt zu Brötchen formen. Da ich etwas zu viel Wasser hinzugegeben habe, war der Teig etwas nass, weshalb ich dann die Brötchen eben mit dem Löffel, also mit 2 Löffeln geformt habe. Wenn man also mit dem Wasser etwas sparsamer wäre, dann könnte man die Brötchen auch mit der Hand formen. Die richtigen Mengenangaben werde ich euch auf jeden Fall wie immer in der Infobox unter dem Video mitteilen. Sobald wir dann alle Brötchen geformt haben, werden wir diese noch mit einigen Samen nach Geschmack bestreuen. Hier in diesem Fall habe ich einige Kürbiskerne verwendet und die anderen Brötchen habe ich dann mit Sesamsamen und Schwarzkümmel dekoriert. Man könnte auch Sonnenblumenkerne zum Beispiel verwenden. Aber der Schwarzkümmelsamen sollte schon unbedingt immer auf die Brötchen kommen, einfach weil er so gesund ist, denn in ihm liegt ja Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Jetzt kommen die Brötchen in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und werden bei Ober- und Unterhitze bei etwa 175 Grad Celsius so lange gebacken, bis sie eine goldbraune Farbe erlangen, also etwa 30 Minuten lang. Dann lassen wir die Brötchen erstmal auskühlen, bevor wir sie dann weiterverarbeiten können, indem wir sie belegen oder indem wir sie auch einfrieren. Die Brötchen schmecken richtig köstlich, ganz normal wie herkömmliche Brötchen. Man könnte sie auch in der Mitte durchschneiden und dann toasten, wie man das gerne möchte und wie man das auch mit herkömmlichen Brötchen handhabt. Das Tolle an diesen Brötchen ist eben nur, dass sie den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen und dass sie außerdem aus lauter gesunden Inhaltsstoffen bestehen, wie den Kürbiskernen, die mit großen Mengen Mineralstoffen versorgt sind, wie zum Beispiel Magnesium, Zink, Kupfer und Eisen, und eine große Vielfalt an antioxidativ wirksamen sekundären Pflanzenstoffen beinhalten, wie die Phenolsäuren, die Lignane, Phytosterole und Carotinoide. Und da sie auch sehr viel Tryptophan enthalten, erhöhen sie den Serotoninspiegel, sodass sich dadurch unsere Stimmung bessert und wir auch besser schlafen können. Die Mariendistelsamen sind sehr gut für die Leber, jedoch können sie auch bei nahezu jeder chronischen Erkrankung hilfreich sein, da sie entzündungshemmend, immunstimulierend und antioxidativ wirken. Darüber hinaus wirkt sie insgesamt zellschützend, antihepatotoxisch, das heißt, sie neutralisiert Lebergifte, hepatoprotektiv, sie schützt die Leberzellen, leberregenerierend, verdauungsfördernd, antimykotisch, also gegen Candida albicans, cholesterinsenkend und Cholagogue. Die Leinsamen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe oder Lignane. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass all diese pflanzlichen Stoffe das Brustkrebsrisiko senken können.
Es lohnt sich also allemal, den Tag mit solch gesunden Brötchen zu starten. Diese könnte man jetzt mit Bio-Weidebutter bestreichen und mit meiner selbstgemachten, gesunden, zuckerfreien Apfelmarmelade bestreichen zum Beispiel. Mein Video dazu verlinke ich euch hier. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.